Nachdem wir uns von meiner Gotte Monika verabschiedet haben, fahren wir weiter zu den heißen Quellen. Und machen uns auf dem Weg zum Altai. Falls du wissen willst, was wir da alles erleben, dann bist du genau richtig bei diesem Video. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Wir machen uns auf den Weg zu einer heißen Quelle. Da wir nicht in der Hauptsaison unterwegs sind, haben diese Resorts schon geschlossen. Das kalte Wasser ist zu kalt und das warme zu heiß. Deshalb mischen wir uns die Temperatur selbst. In einer Badewanne, in der wir perfekt Platz haben. Diese Drohnenshots sind von Roads on the Way, denn wir sind auf unserer Morgenjoggingrunde. Wir verabschieden uns wieder von ihm, denn er ist unterwegs nach Vladivostok, auf dem schnellsten Weg nach Australien. Wir fahren immer wieder durch gefrorene Bäche. Inzwischen sind die Temperaturen nicht mehr so sommerlich und wir sind auch schon einiges nördlicher. Wir fahren an riesigen Tierherden vorbei, Yaks, Kühe und Pferde mit ihren kleinen Kälbern und Fohlen. Davon wird sich Rebecca nie satt sehen. Ja, das stimmt. Die sind einfach so süß. Vor allem, wenn sie über diese riesige Fläche toben. Wir finden doch noch ein Resort, das noch offen hat. Wir fahren weiter über diese wunderschöne Landschaft und sind sehr froh darüber, dass es in der letzten Zeit nicht geregnet hat. In diesem Sommer soll es viel geregnet haben und deshalb sehr anspruchsvoll gewesen sein, durch die Mongolei zu fahren, erzählten uns einige Reisende. Das können wir uns gut vorstellen. Wenn ein Feldweg zur Schlittelpiste wird, ist das sicher nicht so angenehm. Ein Obo auf der Passhöhe. Und weiter geht's zum Hufeisen Canyon, der uns leider nicht positiv im Kopf geblieben ist. Nicht weil er nicht schön wäre, sondern ja, seht selbst. Einen richtig schönen Canyon, da müssen wir einen Drohnenflug machen. Was? Die Drohne ist abgestürzt. Was hast du gemacht? Nichts. Die Drohne hat einfach die Befehle nicht mehr ausgeführt. Wahrscheinlich hat sie einen Vogel gepackt. Klar habe ich das nicht geglaubt, denn wir haben weit und breit keinen Vogel gesehen. Aber nachdem wir etwa 3-mal durch den kalten Fluss gegangen sind, haben wir in der Dunkelheit die Drohne wieder gefunden. Der Gimbal ist rausgezerrt und man sieht ganz klar auf der Seite 2 Krallenspuren. Deshalb, ja, Es war doch eine Drohne. Ein Vogel. Nee. Ja, unsere Drohne ist es. Ich könnte jetzt sagen, ich habe es gesagt, aber es bringt ja dann doch nichts mehr. Deshalb bis auf Weiteres gibt es keine Drohnenvideos, bis wir irgendwo vielleicht mal die Drohne reparieren können. Unser nächstes Ziel ist ein Vulkan. Der Einstieg ist hierher was für Riesen. Zu denen gehören wir ja auch, oder? Auf jeden Fall schaffen wir es alle hoch zum Krater. Und staunen über die wunderschönen Farben. Hier soll es vor nicht allzu langer Zeit mal einen Flächenbrand gegeben haben. Bis die Landschaft sich wieder regeneriert hat, wird es wohl noch einige Jahre gehen. Wir fahren weiter Richtung Westen. Immer wieder kreuzen uns Nomaden mit ihren Herden. Wie unterschiedlich die Tiere ticken, können wir dabei ganz gut beobachten. Die Yaks sind sehr scheu und wollen auf jeden Fall bei der Herde bleiben. Dafür sind die Schafe ein wilder Haufen, die auf allen Seiten an uns vorbeilaufen.
Diese Pferdeherde ist ein wenig orientierungslos. Vielleicht haben sie 2 Anführer oder hat der Hirt sie einfach nicht unter Kontrolle. Das Wetter schlägt um. Erst regnet es und dann schneit es. Und es wird immer später. Schlussendlich entscheiden wir uns nicht mehr weiterzufahren. Am Morgen bemerken wir, dass die Heizung einen Fehler auf dem Monitor hat. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich starte schon früh den Motor, dass er ein bisschen warm laufen kann. Und auch er springt nach einem kurzen Andrehen dann auch an. Wir freuen uns schon und denken, juhu, alles kein Problem. Doch, die Freude ist nur von kurzer Dauer. Als wir nach etwa 500 Metern in eine Sackgasse bemerkten, dass wir wieder zurückfahren müssen, wollte ich beim Kehren wieder den Berg hochfahren und merkte, dass ich keine Leistung mehr bekomme. Danach stellte der Motor ab. Na toll. Wahrscheinlich ist uns bei dieser Kälte dann doch den Diesel eingefroren. Nachdem ich den Dieselfilter gewechselt habe und alle Entlüftungsschrauben der Dieselanlage gefunden habe und entlüftet, ist der Saurer nach 3 Stunden wieder angesprungen. Unterdessen hatte Sonja und ich die Leitungen geheizt. Da in der Mongolei der Diesel keine Winterzusätze wie in Europa bekommt, ist man für das selber verantwortlich, was wir dann im Nachhinein auch herausgefunden haben. Danach haben wir uns entschieden, die Schneeketten anzuziehen, weil es hat halt Schnee und wir mussten auch rauffahren. Was für ein Kraftakt, diese riesige Schneekette für die Doppelbereifung hinten aufzuziehen. Weiterfahrt durch die verschneite Landschaft. Umso mehr Höhenmeter wir verlieren, umso weniger Schnee hat es. Die Yaks sind wahnsinnig scheu, aber so knuffig mit ihren langen Haaren. Für diese Tiere soll -40 Grad kein Problem sein. Diese Temperaturen wollen wir lieber nicht mit unserem Saurer erleben. Wir spazieren in die Stadt. Die Straßen sind total vereist. In einer Gasse finden wir per Zufall eine kleine Bäckerei und machen uns mit unseren Einkäufen wieder zurück zum Saurer. Am nächsten Tag geht die Fahrt weiter. Vorbei an riesigen Tierherden, es kommt uns vor, als ob sie ihre Sommerlagen zusammenräumen. Denn wir sehen immer wieder Herden und Nomaden, die ihre Jurten am Zusammenpacken sind oder vollgepackte Lieferwägli, auf denen man Teile der Jurten erahnen kann. Eine touristische Attraktion soll eine Sanddüne, aus der Wasser kommt, sein. Auch wir wollten dahin fahren. Da im Moment keine Hauptsaison ist, sind wir da die Einzigen und fahren munter drauf los. Und fahren so weit wie Rebecca das auf ihrem GPS-Navigation eingetragen hat. An dem Parkplatz des offiziellen Parkgehäuse vorbei, und als ich dann merkte, dass wir einen Sandhang hinunterfahren und dass alles nach Sand aussehe, hatte ich dann schon auch Angst, dass wir da am nächsten Hügel nicht mehr hochkommen. Und wie es auch sein sollte, blieben wir dann da auch stecken. Irgendwie schafft es dann Patrick, den Saurer zu drehen, und unterdessen hatten ich und Sonja versucht, möglichst viele Steine zusammenzusuchen und damit die weichen Stellen irgendwie so eine Straße zu bauen, zu basteln. Aber klar, für unseren Saurer braucht es da einige Steine. Ich habe währenddessen noch die Luft ein wenig abgelassen und dann sind wir dann ganz knapp wieder zu diesen reparierten Straße rausgekommen. Leider filmen wir in solchen Situationen viel zu wenig. Brückenfahrt ist mit unserem Gewicht immer wieder abenteuerlich. Solange sie nur kurz sind, machen sie mir nicht so viel Sorgen. Bei einer langen Brücke schaue ich gerne zweimal. Für das Motorrad ist es kein Problem, aber der ist ja auch einiges leichter als wir. Seitdem unser Diesel gefroren war, parkieren wir gerne bei einem Dorf, wo wir im besten Fall noch Windschatten haben. Doch das Risiko, dass diese Brücke einstürzt, ist es uns nicht wert. Wir machen zu Fuß einen Spaziergang durch das Dorf.
Leider ist der Fluss sehr hoch und keine Brücke weit und breit. Deshalb machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Über Nacht hat es wieder mal geschneit, doch der Schnee schmilzt schon sehr bald wieder. Wir sind schon wieder einige Stunden gefahren und sehen plötzlich einen Hügel in der Ferne. Perfekt, um die Beine zu vertreten. Und die Aussicht ist es definitiv wert. So wie es aussieht, ist es ein heiliger Berg für die Schamanen. Weiter geht die wilde Fahrt. Unser heutiger Übernachtungsplatz ist ein Traum in Rot und Schwarz. Wunderschön, dieser zweifarbige Berg. Klar joggen wir auf diesen Berg, auf unserer Morgenrunde und genießen die wunderbare Aussicht. Wir fahren weiter Richtung Hoft. Dieser traditionelle Schuh wird zum Reiten getragen. Wir genießen wieder mal die mongolische Küche in einem kleinen Restaurant. Und waschen wieder einmal unsere Wäsche. Danach fahren wir weiter. Wir wollen noch ein wenig das Gebirge Altai erkunden. Müssen wir nicht diesen Weg? Es hat eine Brücke. Auch in der Mongolei gibt es uralte Felsenmalerei. Ohne Taschenlampen würden wir nichts sehen. Deshalb Taschenlampe an und los geht die Höhlenexpedition. Höhlenexpedition erfolgreich abgeschlossen und wir machen uns wieder auf den Weg zurück zu unserem Saurer und kreuzen eine riesige Schaf- und Ziegenherde. Unser Plan ist es, durch das Altai bis nach Ölge zu fahren. Doch leider müssen wir diesen Plan streichen, da die Brücken uns zu abenteuerlich sind für unser Gewicht. Vielleicht wäre es auf einem anderen Weg möglich gewesen, aber wir entscheiden uns dagegen und gehen als Entschädigung auf eine Wanderung. Nachdem wir eine Stunde den Berg hochgekraxelt sind, treffen wir auf eine Yaks-Herde.
Unglaublich, diese Aussicht über die Bergketten. Wunderschöne Morgenstimmung. Wir machen uns auf den Weg zur Stadt Ölgi. Wir freuen uns wahnsinnig drauf, denn dort wird uns ein nächstes Highlight in der Mongolei erwarten. Die Fahrt ist oft lang, aber keinesfalls langweilig. Am See Toblo übernachten wir und machen einen Abendspaziergang. Auf einem Hügel, wo wir die Abendstimmung genießen und den Nomaden auf dem Nachhauseweg zuschauen können. Dass man ja genug sieht, dass sie handsüchtig ist. Nach dieser herrlichen Morgenstimmung geht es weiter zur Stadt Ölgi. Wir haben Ölgi erreicht. Und ihr seid sicher gespannt, wieso wir uns so darauf freuen, diese Stadt zu erreichen. Wir packen unsere Sachen zusammen und sehen uns in der nächsten Episode. Beim Eagle Hunting im Altai. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen. Und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss!